Schneeammer im Schnee, das wäre doch jetzt schön. Keine Schneeammer, aber Schnee am Meer. Let's go. Let's go. Wie homogen wird der Trupp sein? Ja. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal wieder mit Simon. Yeah! Und wir machen heute eine schöne Birding-Tour an der Küste. Und wir fangen an bei so einem kleinen Kiessee. Und gucken mal, was da so alles drauf so rumsitzt. Viel Spaß bei der Folge. Gestern saßen die Möwen so geil alle auf den Anlagen drauf. Ja, geil. Sich die Beine anschauen, ob die Ringe haben. Wir sitzen jetzt übrigens seit, ja, wie lange sind wir unterwegs? Halbe Stunde. Halbe Stunde sind wir unterwegs und wir saßen fast nur im Auto, weil das draußen verdammt windig ist und wir minus 3 Grad, glaube ich, haben. Also, und gefühlt durch den Wind sind es jetzt irgendwie minus 30. Ja. Aber wir haben gerade schon eine geile Beobachtung gemacht. Wir haben nämlich Kurzschnabelgänse entdeckt. Und das sind auch die ersten, die ich generell sehen konnte in meinem Leben. Also, Glückwunsch. danke. Ziemlich gut. Jetzt haben wir gerade noch eine Feldlerche, einen Habicht hatten wir. Ja, leider hat sie noch nicht zum Filmen angeboten, weil das alles doch recht weit weg war oder überfliegend war. Aber wir sind weiter auf der Suche. Und momentan durchforsten wir Gänsetrupps. Let's go. Let's go. Ich sehe einen Bussard, ja. Ich bin ja beim Aussteigen mit dem Aussteigebein weggerutscht. Ha! Und das war schon annähernd ein Spagat. Holy shit. Da sitzen noch immer eine ganze Menge Gänse. Da muss ich gleich mal kurz im Anhalt. So Leute, das ist übrigens gerade unser typischer Ablauf. Wir fahren extrem glatte Feldwege entlang und versuchen mit dem Fernglas durch Gänsetrupps zu gucken, ob wir ein paar sehr seltene Gänse finden. Aber bislang hatten wir immer schon ein paar Kurzschnabelgänse, aber leider auch nur einen Trupp und ansonsten sehr viele Graugänse, Blässgänse, Weißwangengänse und ein paar Saatgänse hatten wir auch noch. Und Simon, was macht er jetzt gerade? Ich klicke die ganzen Sachen ein bei Ornitho, der Genau. Seite unseres Vertrauens. Genau, also immer wenn ihr Vögel findet, die cool sind, haut ihr auf Ornitho gerne auch alles an Vögeln, was ihr findet. Wie homogen wird der Trupp sein? Ja. Alles weiß, ne? Ja. Weißwange. 100%. Ein großer Schwarm. Krass. Was schätzt du, wie viele Weißwangengänse sind das? 2500, 3000, mit denen die sitzen. Die landen geil hier vorne. Ja, Auch die landen hier alle. Ich glaube, ich Perspektiven mach gleich mal, weil die da hinten kann ich nicht durchgucken. Da sitzen ein paar ganz coole Blässgänse noch drunter.
hinten, da sind ganz, ganz viele Gänse. Fast nur Weißwangengänse. Aber das Geile ist, oh, da kommen auch noch 3 Kurzschnabel angeflogen rechts. Aber da habe ich jetzt meinen ersten Kurzschnabelgänse auf der Kamera. Ziemlich geil. Da sind sie 2 Stück. Richtig nice und richtig arschkalt. Boah, minus 3 Grad und starker Wind. Boah. So, Simon und ich, wir gucken uns jetzt eine sogenannte Pütte an. Und wir hoffen, dass hier extremst viele und geile Vögel sitzen. Genau. Und ich habe natürlich die Kamera dabei, dass ich jetzt zumindest mal heute ein paar Filmaufnahmen noch hinkriege. Das wäre mal ganz cool. Also drückt uns die Daumen, dass hier gut was los ist. Yes! Wo hattest du die Tafelenden denn? Da hinten rechts? Ziemlich weit rechts. Ich weiß nicht, in einem von den beiden rechten Löchern. Wir haben jetzt hier eine sogenannte Pütte. Das ist ein flacher See, der quasi das Flutwasser so ein bisschen auffängt. Und der ist bis auf 4 Eislöcher komplett zugefroren. Und auf diesen 4 Eislöchern, da tummeln sich jetzt ganz, ganz viele Entenvögel. Also wir haben jetzt hier gerade sehr, sehr viele Spießenten. Wir haben 2 Tafelenten. Wir haben viele Stockenten, Reiherenten, Pfeifenten einige. Bekassinen haben wir hier. Und es ist eigentlich ganz cool gerade. Aber es macht echt Spaß, die ganzen Enten zu filmen. Vor allen Dingen, wenn man hier oben auf dem Deich sitzt und so eingefroren. Also macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn es gerade saukalt ist. Ist super geil. Das ist eine super Atmosphäre hier im Weißen. Einfach nur genial. Und hinter mir, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich könnt ihr es sehen, da ist so ein Graben. Und da fliegen die ganze Zeit Bekassinen rein. Und Simon, der ist jetzt da ganz hinten. Da laufe ich jetzt gleich wieder hin. Und dann muss ich Simon eben überreden, dass wir da nochmal eben in den Graben reingehen. Oder zumindest gucken, dass wir im Graben da ja, nochmal ein paar Bekassinen rausfilmen können. Das wäre geil. Ja, auf jeden Fall bislang eine richtig tolle Tour. So, Simon und ich, wir haben jetzt direkt den Graben vor uns, der direkt so parallel die Straße entlang geht. Und da sitzen ein paar Bekassinen drin. Einfach geil. Bekassinen im Schnee und Eis. Das ist nice. Guter Wortwitz.
Schneeammer im Schnee, das wäre doch jetzt schön. Keine Schneeammer, aber Schnee am Meer. Simon und ich, wir sind nochmal einem Tipp nachgegangen, den wir bei Onyx erschnüffelt haben. Und zwar, wir haben jetzt Seidenschwänze vor der Kamera. Die sitzen hier in so einem Apfelbaum. Der ist da. Und da sind jetzt gerade 2 Seidenschwänze drin, die sich da die leckeren roten Äpfel schmecken lassen. Also eigentlich kannst du sagen, der richtig geiler Tag heute. Auf jeden Fall. Ja, moin. Ihr seht selber, Simon und ich, wir haben vergessen, ein Outro aufzunehmen. Deswegen mache ich das jetzt. Eine Woche später haben wir schon wieder plus 10 Grad. Ja, der Winter spielt vollkommen verrückt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, einen netten Kommentar. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann lasst ihr ein Abo da. So, ich wünsche euch bis dahin einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss, Leute.